Solche besonderen Momente kann man nur in so einer Situation, in diesem Raum und auch für eine solche Produktion verwirklichen. Ich finde es schon besonders, wenn man in der heutigen Übersättigung was schafft, was eine Unverkennbarkeit hat und was Einzigartiges ist. Und man hört seine Stimme und man weiß, wer singt. Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Bei allen Leuten ist es einfach so, dass die aus tausenderlei Gründen vielleicht gar nicht mitmachen können oder sagen, ach nee, das passt nicht oder irgendwie da darf man auch nicht so eitel sein zu glauben, so dass alle irgendwie gleich Hurra schreien. Samy Deluxe, also der Name fiel und der muss mitmachen. Es hatte gleich so eine sehr klare und gute Ebene. Schon am Telefon, als ich zum ersten Mal mit ihm gesprochen habe und sagte, so was kannst du dir vorstellen? Und es war so eine ganz andere Art zu reden schon bei ihm. Und man merkt da gleich irgendwie, weiß ich, also er ist ein cooler Hund. Seitdem ich Max Rabe das erste Mal gehört habe, so das ist genau diese Ära, wo für mich dann irgendwas schwingt irgendwie. Und ich glaube, das ist auch, weil es eben so eine Vorkriegszeit ist. Ich glaube, da war Deutschland auch irgendwie anders und ziemlich weltoffen und irgendwie ein cooles Land, was Kultur und Einflüsse zugelassen hat. Und dann war einfach mit dem Zweiten Weltkrieg so dieser Cut, wo einmal so eine ethnische Reinigung war. Und seitdem musste sich alles wieder aufbauen hin zu dem, was wir jetzt als so ein multikulturelles Land kennen. Es sind jetzt keine so richtig krassen Groove, weißt du, Fetischisten, so in der Kadenz, in der wir Hip-Hopper-Groove hören, weißt du? Also die sind schon eine richtig tighte Band und tightes Orchester, aber so das ist immer so der einzige Unterschied, wo ich mich dann so einstellen muss, auf okay, jetzt swingt's eben so, ne? Das ist eben nicht so, dass man so dazu macht oder so, man macht es eben so. Und dann haben wir halt das Stück geprobt und dann auf einmal legte der los, hat da losgerappt, improvisiert und ich habe Max gesehen, den ich wie gesagt seit über 30 Jahren gut kenne. Und er hatte so eine strahlenden Augen und lächelte so über das ganze Gesicht, wie Samy da auf einmal losgelegt hat. Jemand, der genauso wie ich auch mit Worten so hadert und so vorsichtig umgehen möchte, sowas fällt mir natürlich sofort auf. Sein Wortwitz ist auch, also, trifft bei mir auch irgendwie genauso einen Nerv, den super viele andere deutsche Sachen nicht treffen. So. Das ist im Gegensatz zu wie ich reime, super simpel. Aber er ist auch echt, also das ist schon ein Textgenie. So. Und das Stück, was man ausprobiert, ist dann eben der perfekte Moment. Ich kenne es, ich habe es ja mitgeschrieben. Und plötzlich steht er da und erzählt und hat seinen ganz eigenen Groove. Und man denkt, ja, das passt. Wie der US-Ex-Präsident, wenn er meine Bett und ich bleib da, Lebensqualität hier 1A. Mein Schlaf ist Meditation und Medikament. Mein Hausarzt, ich bin der nächste Patient. Für ihn cancel ich jedes Presseevent. Anstatt über einen roten Teppich zu rennen, verweile ich lieber im Bett und ich penn. Und dafür bitte eine Fanfare vom Blechinstrument. Ja. Ich habe irgendwie gemerkt, dass bei echter Kunst irgendwas so ein verbindendes Element ist, wo dann das Stilmittel gar keine Rolle mehr spielt, sondern man einfach weiß, dass irgendwas schwingt auf der gleichen Ebene. So. Und gute Menschen laden andere gute Menschen ein, so. Und dann passieren eigentlich auch immer gute Dinge. Samy Deluxe! Ich bin ready. Herr Rabe, ich mochte gar nicht stören, ich mochte gar nicht unterbrechen, aber ist die falsche Version von der Lied. Das Lied ist eigentlich von meinem Opa Piotrek Popolski geschrieben und eine Polka, dass der Post geht ab durch die Decke. Herr Popolski, das geht jetzt leider gar nicht. Wir befinden uns hier in einer Aufzeichnung von MTV Unplugged. Ich habe ein bisschen Wodka mitgebracht, da ist in Polen praktisch gewerkschaftlich vorgeschrieben, dass man sich schön eine läutert. Oh, eine hammerharte Geschoss.
Bitte ganz austrinken, sonst haben wir gleich Brandflecken in der Teppichboden. Wir sind natürlich ausgegangen davon, dass in dem Wodka Wasser ist. Und es war aber wirklich Wodka. Unplugged ist bei uns Polka Unplugged. Praktisch heißt der ganze Geschichte. Und da ist eigentlich immer Unplugged, weil wir haben gar keine elektrischen Instrumente. Herr Rabowski, haben Sie eigentlich schon über Ihre polnische Herkunft erzählt? Nein, Aus Piskowice, war ich bisher noch selber der nie gewesen. Familie Rabowski. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Rabowski. Chiquitita es el moro de los negros, la mansión es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla da lo mismo para rezar. Se vive cerca del cielo y con piedad, y la noche con su manto cubre la choza, lleva la paz, allá se escucha al fin del día una plegaria a Donna María, allá se escucha.